Good morning and wonderful good morning. Guten Morgen und einen wundervollen guten Morgen. Once again, we have the honor to teach you wonderful people. Wieder einmal haben wir die Ehre, so wunderbare Leute wie euch zu lehren. So let's go to verse 4 Also lasst uns zu Vers 4 gehen. of Philippians chapter 3. Von Philipper Kapitel 3. It's true that I once relied on all that I had become. Es stimmt, dass ich mich einst auf all das verließ, was ich geworden war. Wow. Wow. Paul, that incredible guy, relied on everything that he had become? Paulus, dieser unglaubliche Mann, hatte sich auf alles verlassen, was er geworden war. I mean, these are strong words. Das sind starke Worte. But you know, we have to understand that Paul was a very, very religious person. Aber wir müssen verstehen, dass Paulus sehr, sehr religiös war. He persecuted the Christian and he actually believed he did God a favor. Er verfolgte die Christen und glaubte wirklich, Gott damit einen Gefallen zu tun. You know, Paul did terrible things because he murdered Christians. Paulus tat schreckliche Dinge, denn er brachte Christen um. But think about it. Aber überleg mal, He actually believed that he was doing something for God. er glaubte ernsthaft, dass er etwas für Gott tat. So he wasn't an evil person in heart who just went around to murder people. Er war also kein böser Mensch im Herzen, der einfach umherging und Menschen tötete, But he was passionate to serve the God and he believed that's the best way to serve him. sondern er war leidenschaftlich darin, Gott zu dienen und glaubte, dass das der beste Weg war. He had achieved so much. Er hatte so viel erreicht. Look what he says. Und er verließ sich auf all seine Errungenschaften. Schau, was er sagt. I had a reason to boast and impress people with my accomplishments. Ich hatte einen Grund, mich zu rühmen und die Leute mit meinen Leistungen zu beeindrucken. So Paul accomplished so many things that he could boast about it. Paulus hatte also so viel erreicht, dass er sich damit rühmen konnte. That is an amazing thing. Das ist erstaunlich. I tell you what's so amazing. Ich sage dir, was so erstaunlich ist. What the amazing thing is that this guy who was so almost perfect, Erstaunlich ist, dass dieser Mann, der fast perfekt war, studied. studiert hatte, He was a very clever theologian, ein sehr kluger Theologe war, radically committed to his beliefs. radikal seinem Glauben hingegeben And he actually completely boasted everything he achieved. und sich völlig dessen rühmte, was er erreicht hatte. And then he encountered Jesus. Und dann begegnete er Jesus And he realized that everything is nothing. und er merkte, dass alles nichts ist. Everything that he ever boasted in the past now had no more meaning. Alles, womit er sich in der Vergangenheit gerühmt hatte, war jetzt bedeutungslos. Look, he said, I had a reason to boast. Er sagte, ich hatte einen Grund, mich zu rühmen. Because in the natural, he was an incredible, successful man. Denn im Natürlichen war er ein unfassbar erfolgreicher Mann. He even says more than others. Er sagt sogar, mehr als andere. For my pedigree was impeccable. That means my ancestry, where I come from, was perfect. Denn mein Stammbaum war tadellos. Das heißt, meine Herkunft war perfekt. So we could say he came from an upper class. Man könnte also sagen, dass er aus der Oberschicht stammte And everything was perfect. und alles perfekt war. So Paul is saying us in this context Paulus sagt uns also in diesem Zusammenhang, that we can't boast in anything, only in Jesus Christ. dass wir uns mit nichts rühmen können, außer mit Jesus Christus. And then he says, I know because I used to be one of those. Dann sagt er, ich weiß das, weil ich einer von denen war. And he said, and I actually had a reason, speaking naturally. Und er sagt, natürlich gesprochen hatte ich sogar einen Grund. But then he tells us it's only Jesus and Jesus and Jesus again. Aber dann sagt er uns, dass es nur Jesus und Jesus und Jesus allein ist. And now he tells us all of the incredible things that he's achieved and his perfect lineage. Jetzt zählt er alles auf, was er in seiner perfekten Abstammung erreicht hat. So he was born a true Hebrew of the heritage of Israel. Ich wurde als echter Hebräer aus dem Erbe Israels, As the son of a Jewish man from the tribe of Benjamin. als Sohn eines jüdischen Mannes aus dem Stamm Benjamin geboren. You see, Benjamin means the beloved of God. Benjamin bedeutet der Geliebte Gottes. Benjamin was the little boy and youngest of the 12 brothers. Wir wissen, dass Benjamin der kleinste, der jüngste der 12 Brüder war, Of the 12 tribes of Israel. der 12 Stämme Israels. He was the one that the father loved so deeply. Er war es, den der Vater so innig liebte. And Paul says, I come from that lineage. Und Paulus sagte, aus dieser Ahnenlinie komme ich. He said, I was circumcised 8 days after my birth, which means he perfectly fulfilled the law. Er sagt,
Ich wurde 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Das bedeutet, dass er das Gesetz perfekt erfüllte. So obviously his parents, when he was a little baby, were very serious Jews. Offensichtlich waren seine Eltern sehr ernsthafte Juden, als er ein kleines Baby war. He was raised in the strict tradition of Orthodox Judaism. Er wuchs in der strengen Tradition des orthodoxen Judentums auf. Now, if you know Orthodox Judaism, that's very, very strict religion. Wenn du das orthodoxe Judentum kennst, dann weißt du, dass das eine sehr, sehr strenge Religion ist. If you want to be successful, so to say, in that religion, Wenn du in dieser Religion sozusagen erfolgreich sein willst, you've got to know everything and do everything right. dann musst du alles kennen und richtig machen. And obviously, Paul's parents were very devout people, so they raised him very strictly. Und offensichtlich waren Paulus Eltern sehr strenggläubig und erzogen ihn sehr streng. And then look at this. Schau, dann sagt er, Living a separated and devout life as a Pharisee. und führte ein abgesondertes und strenggläubiges Leben als Pharisäer. If you would translate this into Catholic terms, Wenn man einen katholischen Ausdruck dafür finden wollte, he would probably be a cardinal. wäre er vermutlich ein Kardinal, You know, the very, very high-ranking minister of the church. ein sehr hochrangiger Minister der Kirche. And he took it so seriously, he lived his life devoutly. Paulus nahm das so ernst, dass er ein strenggläubiges Leben führte. But look what he says now. This is really shocking. Doch schau, was er jetzt sagt, das ist wirklich schockierend. And concerning the righteousness of the Torah, Und was die Gerechtigkeit der Tora angeht, no one surpassed me. übertraf mich niemand. Do you understand what he's saying here? Begreifst du, was er hier sagt? The guy said there was nobody near me that obeyed the Torah, the Jewish law, as perfect as I did. Er sagt, es gab außer mir keinen, der die Tora, das jüdische Gesetz, so perfekt befolgte wie ich. So the guy was completely devoted to the law that God gave the Israelites. Paulus war also völlig dem Gesetz hingegeben, das Gott den Israeliten gegeben hatte. He said absolutely nobody was better than me. Er sagte, absolut niemand war besser als ich. I was without a peer. Ich war ohnegleichen. Do you know what that means? Weißt du, was das bedeutet? It means he had no equal. He was above everybody. Es heißt, dass er keinen Ebenbürtigen hatte, sondern über allen stand. Why are these things so important? Warum sind diese Dinge so wichtig? I tell you why. Ich sage dir warum. Because the guy who was superior to every other person around him, Denn der Mann, der über allen anderen stand, the guy who achieved more than all the others, der mehr als all die anderen erreichte, who obeyed the law more perfectly than everybody else, der das Gesetz perfekter befolgte als alle anderen, after he met Jesus, he never again considered him superior to his Christian brothers and sisters. nachdem er Jesus begegnete, betrachtete er sich selbst nicht mehr als über seinen christlichen Brüdern und Schwestern stehend. And we've seen this. Das haben wir bereits gesehen. My beloved, Meine Geliebten, my fellow brother, meine Mitbrüder, my fellow minister. mein Mitdiener. If you understand where he came from and what he became after he encountered Jesus, Wenn du verstehst, wo er herkam und was er wurde, nachdem er Jesus begegnete, it's even more powerful. ist das sogar noch kraftvoller. The superior of all was now the one who served the other Christian brothers and sisters. Der über allen stand, wurde nun zu dem, der allen Geschwistern in Christus diente. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.